Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute möchte ich gerne zu einem Thema in eigener Sache sprechen. Denn unser Institut, das Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik, ISST, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Und das ist natürlich ein Grund, einerseits zu feiern, aber auf der anderen Seite natürlich auch, um ein wenig zurückzublicken, was vor 30 Jahren eigentlich geschah. Und ob man es glauben kann oder nicht, vor 30 Jahren war das Internet eigentlich noch nicht Teil unseres täglichen Lebens und unseres täglichen Arbeitens. Das Internet ist letzten Endes Anfang der 90er Jahre öffentlich gestellt worden. 1993 gab es dann den ersten Browser, Netscape. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern. Und letzten Endes ist das auch prägend gewesen für die Entwicklung unseres Instituts, denn wir haben uns in all den Jahren sehr stark eben halt auch mit den Internettechnologien beschäftigt und haben auch letzten Endes halt zur Entwicklung beigetragen, die der weiteren Verbreitung von Internettechnologien geholfen haben. Denn diese Systeme wurden immer größer, wurden in sich immer komplexer und deshalb hat sich das Fraunhofer ISST auch früh und auch immer noch damit beschäftigt, dass wir Systemarchitekturen halt bauen, also Software-Systemarchitekturen. Und das ist auch etwas, was wir immer noch tun, denn der Bedarf an Architekturverständnis zu dem, wie solche Systemlandschaften aufgebaut sind, der ist weiterhin sehr hoch. Wir sehen auf der anderen Seite eben halt auch, dass sich die Zeit natürlich sehr stark gewandelt hat. Wir haben eine Entwicklung im Internet begleitet von dem sogenannten Web 1.0, wo man eigentlich als Nutzer nur Inhalte konsumiert hat, die von wenigen Bereitstellern dieser Inhalte erzeugt wurden. Wir haben dann vor, ja, sagen wir mal 20, 15 Jahren sehr starke Entwicklung in Richtung Web 2.0 verzeichnet, wo wir sehr stark auch über semantische Technologien halt dazu gekommen sind, dass wir User-Generated Content natürlich jetzt verfügbar gemacht haben über Internettechnologien, also dass wir nicht nur Konsumenten waren, wir alle als Nutzer, sondern eben auch Bereitsteller, Erzeuger von Inhalten. Und wir sehen eben jetzt seit einigen Jahren eine Entwicklung hin zum Web 3, was sehr stark auf den Grundprinzipien beruht, die zurzeit in aller Munde sind, nämlich dass wir als einzelne Nutzer, als einzelne Bürger ein Stück weit auch die Kontrolle darüber behalten, was wir an Inhalten, was wir an Daten preisgeben und was andere damit mit tun dürfen. Und das ist eine Entwicklung, die uns sehr stark zurzeit am ISST auch treibt und motiviert. Und wir forschen einfach hier an ganz coolen Dingen, das muss man so sagen. Denn wenn wir diese Entwicklung um Web 3 weiterdenken, sehen wir, dass sich die Architekturen, von denen ich sprach, gar nicht mehr so, wie wir das in den letzten 10, 20 Jahren gesehen haben, zentral gestalten lassen müssen, sondern dass wir eine sehr starke Verteilung dieser Strukturen haben. Also wenn man so will, eine gewisse Demokratisierung auch der Systemarchitekturen. Und das ist ganz spannend. Da entwickeln sich Konzepte wie zum Beispiel sogenannte Decentralized Autonomous Organization, wo letzten Endes halt Organisationen sich bilden aus den einzelnen Akteuren ohne zentrale Strukturen. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja, und letzten Endes muss man auch sagen, dass sich nicht nur die Technologie gewandelt hat, sondern natürlich auch die Art, wie wir arbeiten. Und passend zu unserem 30-jährigen Geburtstag ist es auch so, dass wir in diesen Jahren ein neues Gebäude ziehen. Wir ziehen hier in Dortmund in das sogenannte Leuchtturmgebäude am Dortmunder Hafen, wo wir eben halt auch sehr stark neue Konzepte des Zusammenarbeits ausleben werden. Wir werden sehr viel offene Strukturen haben. Wir werden auch sehr stark über Remote-Arbeit halt unsere Ergebnisse erzielen. Und das wird eine ganz tolle Sache. Und insofern schaffen wir
neue Räume für Daten und für Menschen, Datenräume und Räume, an denen Menschen sich begegnen und arbeiten können. Und tja, wenn das für den einen oder anderen interessant ist, schaut einfach mal vorbei, sowohl virtuell als dann auch, wenn wir umgezogen sind, gerne physisch. Und vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere ja auch Lust und Interesse daran, Teil unserer Familie zu werden und unseres Teams zu werden. Darauf würden wir uns in jedem Fall freuen.